Very big round of applause for Sandra Knecht. And we are having here a more intimate situation than this afternoon, but very special because it's now all going to be about the book. Actually, we're going to talk mostly about the book in terms of the launch of this book in the UK. It's also be the TV studio, because we are documenting it for online later to really celebrate this extraordinary publication. For those of you who weren't there this afternoon, maybe a little bit of an introduction to Sandra's practice. Of course, if you were here earlier today, you already know that for the first 20 years of her career, Sandra was a social worker who worked very frequently with young people who were struggling with the ramifications of displacement and social tumult. And actually through facilitating these very extraordinary cooking sessions, often also with the parents of the children, Sandra quickly identified the potential of food really as a powerful tool to unlock new uncharted channels of communication. And that's something we could really experience today, because now Sandra translated this into her art practice. Of course, we're going to talk tonight also about the exhibition in Basel, where it's all about home and understanding the home as a fluid concept that is in a state of constant renegotiation. Sandra has explored many multidisciplinary inquiries into understanding how home is shaped by forces in our lives, and that's, of course, the very topic of her solo exhibition, Home is a Firm Place, at the Kulturstiftung Basel H. Geiger, which is on until the 27th of April. We hope you can all visit this exhibition. I also want to say a few thank yous. Special thanks, of course, go to the Kulturstiftung Basel H. Geiger, to Raphael and Stefanie Sutter, who are here. Of course, to friends of ours, without whom this event today would never have happened, to Michelle Nicol and Eleonora Sutter and Neutral for the integral work. And then, of course, to the whole amazing team who worked here, to Daisy Good, Assistant Curator of Live Programs, and to Isabel Payton-Johns, to Andy Downey, Lucia Pietro-Justi, and the entire dream team of the Serpentine. We should give everybody who worked on all of this another big round of applause. And Sandra, let's maybe begin at the beginning, and I wanted to ask you to tell us how it all began, how you came from social practice to art, or how art came to you. Dank Johanna Lier. Ja, wie ich vorhin ja schon gesagt habe, habe ich ein Stück gemacht mit Johanna Lier, We Always Bang Bang, Sorry for That. Ich habe inszeniert, weil ich habe irgendwann auch mal noch Theaterregie studiert, das ist lange her. Habe ich aber nicht, ja, da war ich einfach Mittelmaß und das reicht nicht, wie wir wissen. So. Ich habe dieses Stück inszeniert, es wurde ausgezeichnet und vor allen Dingen war es so, dass ich auf die Idee gekommen bin, dass es noch mehr geben muss, als Menschen für diese Gesellschaft zurechtzuklöpfen, biegen, erziehen. Der arabische Frühling ging los im Winter 2010, 2011. Der tunesische Gemüsehändler hat sich in Brand gesetzt, weil er sich gegen diese Gesellschaftssysteme, weil er das nicht mehr ausgehalten hat. Für mich war da klar, dass es heißen würde, nochmal Jugendliche aus dieser Zeit, dann erste, zweite, dritte Generation Syrienkrieg. Ich hatte schon erste, zweite, dritte Generation Jugoslawienkrieg. Und ich habe gemerkt, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr Sozialpädagogin sein. Der Weg muss irgendwo anders hingehen. Und ich habe mir dann überlegt, weil ich auch kein Geld hatte, um eine Weltreise zu machen für ein Sabbatical, habe ich mir überlegt, dass ich ein Reboot für mein Hirn machen könnte und habe mich beworben an der Kunsthochschule, weil ich etwas studieren wollte, von dem ich eigentlich nicht so viel Ahnung hatte. So, die haben mich dann genommen, ich habe dort 3 Jahre den Master gemacht
mit Auszeichnung abgeschlossen, mit 45 Jahren und dann angefangen zu kochen. And the cooking brings us right away to this format you invented, because it's really fascinating. We could see it today here in London, but we could see it in many of your previous projects where you basically pay tribute to artists, female artists from the past, but it's less a sort of a genealogical idea. It's more that you're working with these artists. It's a very active process. And that's really what Alexis Pauline Gams describes in this beautiful book, W, about Sylvia Wynter, where she says it's not necessarily about, revisiting figures from the past, but it's really working with them. Yeah. And you do this with Judy Chicago, you do this with Frida Kahlo, you do this with Ethel Adnan, you do this with many different artists. Can you tell us a little bit how you invented this format of yours? It was so an idea first, and then many works in 5 years. Es war für mich schwierig. Ich bin also eine Art wie eine Synästhetin im Sinne von, ich beschäftige mich mit etwas und dann kommen mir sofort irgendwie Geschmack oder Töne oder irgendwie sowas in den Sinn und ich fange dann damit an zu arbeiten. Und mit dem Kochen ist halt so, dass ich das schon immer mache, weil meine Mutter war eine furchtbare Köchin und wir sind makrobiotisch aufgewachsen und ich habe extrem viel Sport gemacht und musste einfach Eiweiß haben. Das hat dazu geführt, dass ich sehr früh schon in der Metzgerei bei uns im Dorf gearbeitet habe, in der Bäckerei. Ich habe eigentlich so alles durchgemacht, was man so in der Kochlehre machen würde. Und deshalb ist es so in meinen Händen. Ich fühle das wie. Also wenn ich ein Messer in den Händen habe und irgendwie Essen oder Produkte vor mir, dann geht so der Film sofort ab. Und das ist, glaube ich, das, was ich so wie verbunden habe, meine große Liebe zur Kunst oder zum Schreiben, zu KünstlerInnen, gleichzeitig mit diesem Gefühl, was ich ja in den Händen habe, wenn ich damit arbeite. Und ich liebe gutes Handwerk zum Beispiel auch. Das ist extrem wichtig in meiner Praxis, auch in den Installationen. And of course, it's not only the meals, but there is also a very long durational kind of nature of many of your projects. And when we met for the first time, Michel Nicol took me to your farm. It was a very memorable experience because, of course, there were goats and chickens, and I encountered Kurt. Cool. The amazing Kurt, a truly magical animal. And in that sense, your home and your studio are integrated. You source your own crops, you distill your own schnapps, you raise and slaughter the animals. So it's very much about a cyclical kind of nature. And it's interesting because one of my favorite books of the last year is The Light Eaters. It's a new science of plant intelligence by Zoe Schlanger. And Zoe writes that each creature is folded into layers of interrelationship with surrounding creatures that cascade from the largest to the smallest scale. The plants with the soil with its microbes, the microbes with the plants with the fungi with the soil. The plants with the animals that graze on them and pollinate them, the plants with each other. The whole beautiful mess defies categorization. And when I read that, it made me really think of this experience I had, visiting you. And it's really interesting right now that artists seem to be very interested in this idea of the farm as a medium almost. We spoke earlier about Yinka Shonibare, who has a farm and residence in Nigeria. There is, of course, Dan Colen, who started a farm upstate New York. There is Adrian Villarrojas with the farm in Rosario. Agnes Varda, the late filmmaker, always talked about, the importance of farming, starting from Glaneur Glaneuse to all the later work was a very important, aspect of her practice. Gianfranco Baruchello, the late Italian artist who made it almost, I think, to 100. He passed away recently. He created this agricultural society
already in the 70s, outside Rome. So I'm very interested in this idea of, artists working on these longer durational kind of formats, and wanted to ask you, tell us a little bit how you came to the countryside, how you kind of then also at a certain moment realized that not only you wanted to have a complex system, as described here by Zoe Schlanger, but that you also needed to buy land. And I think it's interesting that you explained to us why, as part of this process, you need to own land. Ja, das mit dem, also in der Schweiz ist es halt einfach so, es ist ein kleines Land, es gibt nicht so viel Land, was man haben kann. Es ist vieles schon zersiedelt und vieles schon auch verbaut. Deshalb gehen die Preise für Bauland wird eigentlich immer teurer, auch auf dem Land. Gleichzeitig ist aber auch dieses altmodische Ding immer noch da, also zumindest bei uns im Dorf, dass wenn man Land besitzt, dass das eigentlich besser ist, als wenn man Geld tatsächlich besitzt, weil das den Wert nicht verliert. Ich glaube, das kann auch davon kommen, dass in Kriegsjahren einem halt dann auch klar geworden ist, dass wenn man Land besitzt, dass man Hühner darauf haben kann, Kartoffeln anbauen kann und so weiter und so fort. Das sichert einem eigentlich das Überleben. Und für mich selbst ist einfach, es sichert auch mir das Überleben, weil ich glaube, wenn ich nicht mit meinen Tieren leben könnte, wenn ich nicht auf meinem eigenen Land sein könnte, dieses Halbwilde um mich haben könnte, ich würde, glaube ich, nicht überleben. Einfach so. Das gehört einfach zu mir. Und das ist meine Liebe halt auch. And the notion of interrelatedness, I think, is interesting. I wanted to ask you about that, because everything in your farm is related. The plants, the animals, the humans. And there is actually another book which is really great in relation to that, which is Radhika Govindrayan's book, where there is a great chapter on relatedness. And the author writes about these knots of connection, which produce a sense of relatedness between the human and the non-human animals. And I think you talked tonight in a lot of the descriptions, this afternoon, when you talk about these artists having knots of interrelatedness, they're having groups. And I wanted to hear a little bit more, because it seems something very relevant right now in our practice. Yes, ich lebe auch in Gruppen. Ich lebe in Gruppen mit Menschen, aber halt eben auch ohne Menschen. Und für mich ist als erstes Mal, das hört sich vielleicht auch komisch an, weil ich ja Fleisch esse und wir auch unsere Hähne schlachten im Herbst und essen. Komisch an, aber für mich ist als erstes einmal, hat jedes Leben eigentlich das Recht auf Leben oder auf Überleben. So, das wollen wir alle, das ist unsere Biologie. Und es ist einfach für mich auch extrem schön, mit Lebewesen zusammen zu sein, die nichts von mir wollen. Als erstes einmal, wo ich einfach sein kann. Und ich finde es auch extrem schön, mit den Tieren Fotos zu machen oder irgendwie auch Filme oder so. Die sind ja immer auch part of allem, was ich tue. Also es war extrem interessant, dass ich mich da vorbereitet habe für die Ausstellung bei KBH Geiger, dass ich Tausende von Fotos von mir angesehen habe und überall waren Augen, tierische Augen, wirklich überall. Das war so lustig, das war mir überhaupt nicht klar, dass immer irgendwo ein Tier ist und sei es nur ein Huhn, was einem auf dem Schoß schläft. So. Und das ist eben wie das Messer in den Händen zu halten, ist es mit Tieren umzugehen. Auch die Kommunikation ist einfach für mich extrem schön, weil sie ganz anders funktioniert als unsere Kommunikation. Yeah, it's really fascinating that to see that in the exhibition also, because some of these photographs are in the show. And it made me actually think of Eduardo Kohn, the anthropologist who describes when he spends time in the rainforest
there are just eyes all over. Eyes, so many eyes. Now, we wanted to talk a little bit more about the book. The book is a very beautiful, really an artist book, and the catalog, the book you did for KBH Geiger. It's about home being a foreign place. I wanted to ask you to tell us a little bit about the book and how the book relates to the exhibition, and to maybe explain the title also. Ich glaube, ich war mir am Anfang selbst das größte Heimatlosigkeit. Ich wusste nicht, was meine Heimat sein könnte. Und deshalb glaube ich, weil ich so auf eine Art heimatlos war, habe ich mich dem auch verschrieben, dass ich fand, ich würde gerne 3 Ausstellungen zum Thema Heimat machen, auch weil Vater, Mutter, Kind bei uns in der Kultur wie ist, Heiliger Geist, Jesus, Gott, auch Triptychons, auch die Ausstellungen sind alles Triptychons. Das ist wie so mein Konzept eigentlich. Und bei Home is a Foreign Place, das kam mir einfach in den Sinn, weil ich wie merkte, ich bin mir selbst das größte Rätsel. Jetzt bin ich mir nicht mehr so viel Geheimnis. Eigentlich finde ich es schade. Weil es ist ja auch so, wenn man sich selbst ein Geheimnis ist, es tut ja auch einfach mit einem. Man ist ja so viel mehr Instinkt. Und man ist sich nicht mehr, oder man ist sich auch nicht so viel bewusst. Und ich weiß gar nicht, ob ich das alles hätte wissen wollen, was ich jetzt weiß. So. Aber es hat mich gleichzeitig auch extrem versöhnt mit ganz vielen Dingen in meinem Leben. Und daher bin ich eigentlich wahnsinnig froh, dass ich überhaupt Kunst machen darf, dass ich mich überhaupt über Jahre mit so etwas beschäftigen kann. Und deshalb kann ich jetzt auch von mir selbst ablassen, so quasi. Ich kann mich jetzt wieder anderem zuwenden. Zum Beispiel dem Kochen mit anderen Menschen, so etwas wie heute, das ist für mich einfach das Schönste überhaupt, weil man arbeitet zusammen und es ist einfach so wahnsinnig viel Respekt. Und das ist mir schon extrem wichtig, dass man das dann auch auf dem Teller hat und dass man das schmeckt. You said after the exhibition in Basel, you can again move on with other things. Today, we could experience your return to this amazing cooking ritual. But I was wondering what other things you're planning to do in the future. I'm always interested in unrealized artist projects, dreams. There can be many different reasons why artists have unrealized projects. Sometimes they are too big to be realized. Sometimes they are too time intense to be realized. Sometimes they're too expensive. Mm-hmm. Sometimes they're maybe also forgotten, just, somewhere in a file. Sometimes censorship can be a reason why a project is not realized. And as Doris Lessing said here at the Serpentine many years ago, she said there is also the projects we want to do but we don't dare to do, which she called self-censorship. So within this whole broad range, can you tell us about maybe 1 or 2 of your favorite unrealized projects for the future? Ich habe eigentlich keine unrealisierten Projekte. Das kann ich wieso nicht sagen, weil ich bin irgendwie wie so ein Trüffelschwein, das irgendwie, wenn ich das eine Trüffel gefunden habe und gefressen habe, dann will ich sofort mehr. Und ich suche einfach mir immer Wege. Ich gebe alles, was ich habe, für jede Ausstellung, für jedes Projekt, weil es kann auch sein, dass es das letzte Mal ist, aus diversen Gründen.
Ich finde auch, jedes Projekt hat es verdient, dass es alles bekommt, weil das ist der Respekt, den ich mir selbst gegenüber auch haben muss als Künstlerin. Und ich habe jetzt noch kein realisiertes Projekt, das wäre zum Beispiel der 3. Teil, wo ich mich gerne mit meinem Vater und mit Männerbildern auseinandersetzen würde. Im Moment weiß ich erst, wie ich das gerne hätte, nämlich mit Film und Musik und irgendwie sowas, ganz anders als hier. Natürlich ein Artist Book, klar, weil das ist auch eine große Liebe. Und ich bin mir aber sicher, dass ich jetzt so lange Wege suchen werde, bis ich das realisieren kann. Es ist jetzt im Moment noch nicht realisiert. Aber ich bin mir sicher, es wird realisiert, weil das ist einfach alles, was ich haben will. Und ich habe einfach einen enormen Willen. Wenn ich etwas haben will, dann arbeite ich so lange daran, bis es da ist. Es gibt natürlich auch Dinge, die ich nicht realisieren werde. Also es wäre jetzt total komisch, Einzelausstellung MoMA. Aber ganz ehrlich, es interessiert mich gar nicht, weil mich interessiert eigentlich die Arbeit und nicht der Ort und nicht die Form. Es geht eigentlich immer um Inhalt und deshalb kann ich nicht sagen, dass ich unrealisierte Projekte hätte. Very last question. We're here in the space of Zaha Hadid, right, at the Serpentine North. Zaha basically gave us this mission, to never stop experimenting, and of course architecture is very much at the core also of what the Serpentine does. And you do also have a close relationship to architecture. You're interested in houses. We encountered your bee house in Basel. At the same time, you also think about dwelling, in a way, because I think it's interesting also what we as city dwellers can learn about dwelling from practices like yours, from the countryside, with this whole ecological entanglement. So I kind of wondered how you see the role of art in relation to architecture and what sort of buildings mean to you and houses, because there is something, also in the exhibition in Basel, there is an exhibition space within the exhibition space. There is a house within the house. Yes, ich habe viele Häuser in meiner Ausstellung, ganz viele, nämlich Vogelnester, das sind Häuser. Es gibt ein Bienenhaus von einer armen Familie aus dem Entlebuch. Das Biehaus, was dort steht. Es gibt Vanitas, was ja auch auf eine Art ein Haus ist. Das ist vielleicht noch so ein bisschen ein Geheimnis für mich. Was ist das mit diesen Häusern? Oder ich glaube, Häuser hat für mich auch total viel mit ästhetischem Einfluss zu tun. Also so wie ich aufgewachsen bin, irgendwie auch in den Bergen. Es ist, ich selbst würde mich selbst auch als ein Haus betrachten. Ich finde Bausubstanzen zum Beispiel etwas extrem Interessantes. Mit welchen Materialien wird gearbeitet? Gibt man, wenn man selber ein Haus baut, auch anderen Lebewesen ein Haus sozusagen? Also in der Ausstellung zum Beispiel im Bienenhaus habe ich die Spinnen leben lassen, die haben wir nicht rausgenommen. Die leben jetzt auch in der Ausstellung und sind sozusagen so ein Querverweis zu dem Objekt von Louise Bourgeois, der auch in diesem einfach, ich glaube, ich denke immer in Häusern. Und es kommt auch von diesem Voging, glaube ich, wo ja auch so diese Häuser gegeneinander im Tanz wie angetreten sind, aber diese Häuser sind ja
mehr als das. Das sichert ja wie das Überleben miteinander, indem man solidarisch ist miteinander und so, oder mit den Hijaras in Indien zum Beispiel. Sowas, das interessiert mich einfach extrem. Aber ich meine, ich komme einfach aus der Schweiz und ich komme aus einem kleinen Dorf irgendwo in den Halbbergen. Und deshalb setze ich mich halt auseinander mit diesen Häusern, die bei uns sind. Aber ich liebe Architektur über alles, ja. Also schon, ja. And that's a wonderful conclusion because it's really so central in the exhibition in Basel. It's these houses within the house. So Sandra, thank you so much. The exhibition is on in Basel until the 27th of April and at the Kulturstiftung Basel H. Geiger. We hope you can all see it, and please join me in giving Sandra a very big round of applause. Thank you.